Können wir loslegen? Ja. Unsere heutige Etappe beginnt mitten im Fulda Gap, auch bekannt als heißester Ort des Kalten Kriegs. Begleitet uns auf dem Weg in Richtung Süden bis zu unserem Etappenziel in Meiningen. Wir freuen uns schon riesig, denn das Wetter ist super und die Mopeds laufen echt gut. Wir starten heute im Grenzgebiet bei Heringen an der Werra. Hier liegt der Monte Kali, eine gigantische Abraumhalde des Kali-Bergbaus. Schon auf unserer ersten Tour haben wir uns über diesen künstlichen Berg direkt an der ehemaligen Grenze gewundert. Daher halten wir kurz an und entdecken ein Straßenschild, das an die ehemalige Grenze erinnert. Aber ob alle mit der Wiedervereinigung wirklich so zufrieden sind? Die Einschusslöcher auf dem Schild lassen uns zumindest vermuten, dass das Thema hier nicht ganz ohne Spannungen verläuft. Bevor noch jemand auf die Idee kommt, einen Revolver zu zücken, beschließen wir, uns das mit dem Bergbau mal etwas näher anzuschauen. Wir machen uns auf den Weg in das Werra-Kali-Bergbaumuseum in Heringen, wo wir hoffentlich mehr über die Arbeit der Bergleute während der Zeit der deutschen Teilung erfahren können. Im Museum lernen wir viel über Kalisalz und die Arbeit der Bergleute. Wir erfahren zum Beispiel, dass das Kali hier in der Region auf 2 unterschiedlichen Ebenen abgebaut wurde, dem Kaliflöz Hessen und dem Kaliflöz Thüringen. Die Bezeichnungen Hessen und Thüringen für die beiden Abbauebenen sind aber ganz schön irreführend, denn sie haben nichts mit den tatsächlichen Ländergrenzen zu tun, sondern bezeichnen die unterschiedlichen Tiefen und Gesteine des Bergbaus. Die Ebene Hessen mit dem eher weißen Salz befindet sich auf etwa 390 Metern Tiefe und darunter liegt auf ca. 450 Metern das rot gefärbte Salz der Ebene Thüringen. Abgebaut wurde das Salz jeweils auf beiden Seiten der Grenze. Um den Bergbau etwas zu erleichtern, wurde die Grenze unter Tage ab den 1970er Jahren allerdings etwas begradigt. Von den Werra-Werken lagen 1945 3 im sowjetischen und 2 im amerikanischen Sektor. Der eiserne Vorhang zerschnitt das Werra-Revier und teilte die deutsche Kali-Industrie. Es gab vor der Wiedervereinigung also keine Verbindung zwischen den Bergwerken. Nach der Wende wurden die Kaliwerke der DDR privatisiert, zusammengelegt oder geschlossen. Auch 2 der 3 Bergwerke hier im Werra-Revier wurden stillgelegt und tausende Beschäftigte wurden entlassen. Über diesen Teil der Geschichte erfährt man im Museum leider sehr wenig. Nach dem Besuch im Kali-Museum geht es für uns weiter Richtung Süden. Allerdings kommen wir nicht weit, bis wir direkt neben der Landstraße einen alten Grenzturm entdecken und anhalten. Der Turm ist mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommen und wird scheinbar nicht als Gedenkort erhalten. Stattdessen dient er wegen seiner Lage heute als Mobilfunkturm. Eigentlich eine schöne Vorstellung, dass diese Ruine der SED-Diktatur heute dazu beiträgt, die Menschen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs miteinander zu verbinden. Eine Tür hat der Turm nicht mehr, sodass wir auch ins Innere schauen können. Hier sieht man noch Reste der alten Elektrik. Ansonsten gibt es nichts außer Beton und einigen Graffitis. Auf der ersten Etage gibt es eine Leiter, und jemand hat mit einer Sprühflasche hingeschrieben, betreten auf eigene Gefahr. Außerdem finden wir hier unerwartet Zuspruch zur SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Das kann natürlich auch Zufall sein, aber zusammen mit den Einschusslöchern von heute Morgen sieht es so aus, als wären hier in der Umgebung einige Menschen eher unzufrieden mit der Wiedervereinigung. Die Unzufriedenheit entstand an vielen Orten bereits direkt nach der Wiedervereinigung, was hier in der Region zum Beispiel auch mit der Schließung von ostdeutschen Bergwerken und hoher Arbeitslosigkeit zu tun haben könnte. Um dem entgegenzuwirken und falsche Behauptungen über das Leben in der Diktatur zu entkräftigen, hat der Bundestag daher schon 1992 eine Kommission zur Aufarbeitung und Versöhnung eingesetzt. Meine Damen und Herren, ich erteile jetzt das Wort unserem Kollegen Gerd Poppel. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Enquete-Kommission hat ihre Arbeit zu einer Zeit aufgenommen, da viele Menschen in Deutschland den Sinn einer öffentlichen Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur bereits wieder in Frage zu stellen beginnen. Zu diesem beklagenswerten Umstand
haben sowohl die Mystifizierung des Staatssicherheitsdienstes als auch die zahlreichen neu entstandenen Legenden und aktuellen Fehlbewertungen beigetragen. Falls euch das Thema rund um die Enquete-Kommission interessiert, findet in der Videobeschreibung einige Links dazu. Wir müssen nun aber wirklich weiter, denn wir wollen ein Dorf finden, das es gar nicht mehr gibt. Unser nächstes Ziel ist die Wüstung Seeleshof, ein Ort, der direkt an der Grenze lag und aus diesem Grund 1974 vollständig abgebaut wurde. Ein ähnliches Schicksal erlitten viele Orte, die sich innerhalb des 500 Meter breiten Schutzstreifens oder der 5 Kilometer breiten Sperrzone befunden haben, um dadurch die Überwachung der Grenze zu erleichtern. Ich habe gerade mal geguckt, wo der Ort Seeleshof war, also beziehungsweise die Wüstung Seeleshof, und da sieht man leider heute gar nicht mehr viel von dem ehemaligen Ort, sondern nur noch ein Gedenkstein. Habe ich leider auch nicht gefunden jetzt, weil ich nicht bis ganz hochlaufen wollte, es ist viel zu warm dazu gerade. Aber naja, wir machen jetzt erstmal eine Mittagspause. Wie war denn die Wüstung? Ja, richtig toll war die Wüstung. Da war eine Wiese und Kühe. Und was gibt's heute zu Mittag? Lecker Brot mit Mango Papaya Curry. Würdest du es empfehlen? Wirst du gesponsert von denen? Ist richtig lecker. Leider nein. Vielleicht sponsern mich demnächst, aber heute nicht. Frisch gestärkt packen wir unsere Sachen. Das interessiert auch die Anwohnerinnen, die uns neugierig beobachten. Voll die coolen Kühe. Unser nächstes Ziel liegt mitten in der Wildnis. Das archäologische Grenzdenkmal bei Helmershausen. Wir sind trotzdem ganz schön verwundert, dass uns unser Navi hier über Schotterpisten mitten durch den Wald schickt. Ist, wir sind gerade mit unserem Moped hier über den Friedensweg zum archäologischen Grenzdenkmal gefahren, also mitten durch den Wald über den ehemaligen Kolonnenweg. Das war schon echt cool. Auch wenn alles ganz schön zugewachsen ist, kann man den Aufbau der Grenze hier noch gut erkennen. Hier sieht man noch richtig gut die Fahrzeugsperre. Das heißt, da war so ein großer Graben mit Betonwänden und wenn jetzt ein Auto versucht hat, irgendwie da durchzufahren oder jemand mit einem Trecker wahrscheinlich eher hier so mitten im Wald, dann wäre die Person da sicherlich stecken geblieben. Ja. Weil da guckt man nicht drüber. Und dahinter ist direkt der Zaun. Zum Glück ist der Zaun nur sehr kurz und Silvio und Javert nutzen die Gelegenheit, um sich die Grenze mal von der anderen Seite anzuschauen. Da war ein Stück vom Zaun so, weiß nicht, rausgefallen oder rausgefallen und da ist ein kleiner Baum durch diesen Zaun durchgewachsen. Sehr cool. Zeit für ein paar letzte Fotos und dann geht es weiter. Folgen wir jetzt den Weg hier? Ja, einfach hinterherfahren. Irgendwann finden wir zum Glück endlich wieder eine echte Straße und kommen zufällig an der Wüstung Schmerbach vorbei. Auch dieser Ort wurde 1973 vollständig abgebaut, weil er zu nah an der Grenze lag und die Grenzsicherung erschwerte. Heute sind nur noch einige Reste des Friedhofs und ein Trafohäuschen erhalten. Oh je, man merkt jetzt wirklich, dass die Berge steiler werden. Wir sind am Grenzübergang Eusenhausen-Meiningen. Hier an der Bundesstraße war seit den 70er Jahren ein Grenzübergang für alle, die hier zwischen Bayern und Thüringen in die DDR einreisen wollten. Und naja, seit der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 braucht man hier die Anlagen nicht mehr seit der Grenzöffnung. Und jetzt gibt es eben noch diesen alten Turm hier und noch so ein altes Abfertigungsgebäude, die eben hier so ein bisschen verlassen rumstehen und ja, vor sich hin vergammeln.
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite haben wir außerdem einen Skulpturenpark entdeckt, der mit seinen Kunstwerken zum Beispiel an die Zwangsumsiedlung von 1952, den Verlauf der ehemaligen Grenze und viele weitere Aspekte der deutschen Teilung und Wiedervereinigung erinnert. Das erste Kunstwerk wurde hier bereits 1996 errichtet und über die Jahre kamen immer weitere hinzu. Einige wurden gemeinsam mit Schulklassen entwickelt, wodurch der Ort insgesamt sehr vielseitig und bunt ist. Trotzdem wirkt es hier irgendwie einsam und verlassen. Das liegt vielleicht am Wetter und der Tageszeit. Vielleicht liegt es aber auch an den Objekten und dem Arrangement, das zumindest auf mich irgendwie chaotisch wirkt. Aber vielleicht belassen wir es einfach bei dem Eindruck und fahren weiter. Vor uns liegen noch einige Kilometer über kleine Landstraßen und durch viele Orte. Wir sind alle ziemlich erschöpft von der Etappe und sind richtig froh, als wir endlich in Meiningen ankommen. Allerdings ist unsere Unterkunft mitten in einer Baustelle und es ist gar nicht so einfach, einen Weg durch diesen Schilderwald zu finden. Ja, der Spiegel wird... Uiuiuiui. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns auf der nächsten Etappe. Bis dahin, macht's gut!